Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein August gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig werden? Was sollte beachtet werden? Oder eventuell am besten ganz außer Acht gelassen werden? Schauen wir es uns hier an. Wie immer bei mir auch eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze, bitte. So wie du die Realität wahrnimmst, ist sie oft nicht. Verschobene Wahrnehmung. Woran liegt es, dass du die Realität so wahrnimmst, wie du sie wahrnimmst? Selbstverständlich, du nimmst die Realität so wahr, wie du bist. Wie du programmiert bist. Gehen wir davon aus, dass zum Beispiel jeder ein Lügner ist, dir nicht die Wahrheit erzählt. Also misstraust du, so misstraust du einem jeden. Das wäre jetzt ein krasses Beispiel. Doch damit du verstehst, worum es geht. Bist du überzeugt von den Dingen, den Begebenheiten, Gegebenheiten? Oder ist es einfach so, wie es ist? Ich mache mal weiter. Der August möchte dir Klarheit bescheren. Der August möchte dich herausfordern. Wie? Selbstverständlich mit einem Mega-Trigger. Was ist los in deinem Unterbewusstsein? Warum bist du so programmiert, wie du programmiert bist? Selbstverständlich Eltern, Familie, soziales Umfeld, die ganze Gesellschaft, selbstverständlich. Doch was wäre, wenn wir dir hier in diesen Videos sagen, worum es eigentlich wirklich geht und wo anzusetzen ist, was zu verändern ist, wo der Schleier runterzureißen ist. Das Leben ist für dich generell ein Mysterium. Es fasziniert dich. Doch du bist nicht fasziniert von dir. Denn du hast dich längst schon zur Ruhe gesetzt. Einige Themen interessieren dich, du schaust hierhin, du schaust dorthin, vollkommene Faszination. Doch warum bist du nicht von dir selbst fasziniert? Du bist doch ein Wesen, das es zu entdecken gilt. Du bist doch ein Wesen, das unerschöpfliche, unendliche Möglichkeiten in sich birgt. Das, was du möchtest, kannst du erreichen. Das, was du dir zum Ziel setzt, kannst du erreichen. Das, was du dir wünschst, kannst du erreichen. Das, was du verändern willst, kannst du erreichen. Und zwar mit Fingerschnippen. Doch du hast dich schon zur Ruhe gesetzt. Schade, denn gerade deine Abenteuerlust, die dich vorantreibt, Neues zu entdecken, deine kindliche Neugier, ganz egal wie alt du bist, wo ist die geblieben? Jetzt geht's ans Anecken, jetzt geht's an Grenzen sprengen. Doch, du hast dir doch die Grenzen selbst auferlegt, nicht? Es darf sich transformieren, es darf zum Vorschein kommen. Ein Skorpion, gut möglich, der Auslöser mit dem Megatrigger. Muss kein Skorpion sein, wird aber höchstwahrscheinlich einer sein. Und was ist, wenn du Botschaft aus der geistigen Welt bekommst? Was ist, wenn du Botschaften bekommst, sie dich auch erreichen? Wie gehst du damit um? Wie war das vorhin mit dem Vertrauen und dem Misstrauen? Nice, nicht? Du wirst ein Erlebnis im Wald haben, in der Einsamkeit oder irgendwo auf dem Berg, im Wald, irgendwo, wo nowhere nobody is. Du solltest diese Gelegenheit nutzen, dann, wenn du dich in diesem Augenblick eben out of nowhere befindest, vielleicht in einem Zelt oder unterm Sternenhimmel irgendwo sitzt,
dich mit der Erde zu verbinden, die Vibration der Erde zu spüren, sie in dir zu spüren und sie durch dich hindurchfließen lassen, auf dass sie dich mal reinigt, auf dass der Pulsschlag der Erde dein Herz wieder erreicht. Einst hat es das sehr wohl, doch heute bei den wenigsten noch vorhanden. Marienkäfer ausschlaggebend. Schauen wir uns dein Hauptthema an, das dich im August begleitet. Unter welchem Themenstern steht dein August? Ja, wie gesagt, das, was du nicht siehst, die Spitze des Eisbergs, ist dein Thema, selbstverständlich. Doch was liegt dem zugrunde? Du wirst Geheimnisse lüften. Du wirst erkennen dürfen, du bekommst Antworten. Wow, welches Geheimnis wirst du lüften? Dein eigenes, genau. Du wirst dein eigenes Geheimnis lüften. Ich glaube, du wirst auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Ganz egal wie, wir schauen es uns nachher an und deine Wahrnehmung wird ein bisschen zurechtgerückt. Beginnen wir mit dem Tarot. Es ist ein Wasserzeichen vorhanden, von welchem du dich, sehr schmerzhaft behandelt gefühlt hast und nach wie vor tust. Fisch, Krebs, Skorpion, wo du immer das Gefühl hattest, dass Unehrlichkeit bestand, wo du dir sicher warst, so ist es und nicht anders, dem deinen Stempel aufgedrückt hast. Doch nun darf es leichter werden, darf die Sicht klarer werden und du darfst, lieber Schütze, auf dich schauen. Die Wahrnehmung anderer besteht darin, sich zu projizieren in den anderen. Ja? Hör das nochmal an. Spul zurück, hör es dir noch 10-mal an. Du möchtest keine Veränderung, doch du wirst eine Veränderung bekommen durch einen, wie kann ich sagen, durch ein anderes Feuerzeichen, insbesondere einen Widder, einen männlichen Widder, welcher dir die Unsicherheit vermittelt hat, welche dir die verschobenen Werte vermittelt hat. Verschobene Werte, eigene Ansichten. Nicht deine Werte, nicht deine Ansichten. Du hast übernommen. All das darf im August nun erkannt werden, abgelegt werden und erkannt werden, dass diese verschobene Wahrnehmung, in der du dich so sicher gewägt hast, nicht deine Sicherheit ist und du sie auch nicht mehr zu deiner Sicherheit machst. Faszination Leben. Geburt und Tod, Anfang und Ende. Wisse, dass jeder Anfang schon sein Ende beinhaltet. Auch hier spule zurück, hörst dir noch 10-mal an. Machtkämpfe. Eigentlich eher mit dir selbst, die du aber im Außen austrägst. Spul zurück, hörst dir nochmal an. Du hast etwas beschlossen, etwas nicht mehr wieder erleben, nicht mehr wieder spüren zu müssen, doch hältst du es aufrecht tagtäglich. Hä? Wir wollen, dass du alles abschüttelst. Wir wollen dich. Wir wollen dich, so wie du
bist. Wir wollen dich in deiner vollen Autorität, in deiner vollen Souveränität. Nicht in der Maske deiner selbst. Wir wollen dich. Denn du bist derjenige, der bei den indigenen Völkern Ausschau hält nach Feinden, der keine Angst hat, der mutig ist, der benachrichtigt, wo der Feind ist, wann er kommt, wie lange es ungefähr noch dauert. Du bist derjenige, der mutig und angstfrei nach vorne prescht, um andere zu schützen. Doch du warst bisher nur damit beschäftigt, dich selbst zu schützen, weil du dich von anderen angegriffen gefühlt hast. Doch ist dem tatsächlich so? Oder ist die Wahrnehmung dort ein bisschen verschoben? Wie gesagt, die Realität ist ganz, ganz selten so, wie wir sie sehen, weil wir immer hineinprojizieren und hineininterpretieren. Du wirst den August nutzen, um nach innen zu schauen. Du wirst den August nutzen, um zu trennen, was längst überfällig ist, nicht mehr bei dir zu haben. Du wirst die Chance wahrnehmen müssen, wenn sich dir das Neue, sie zeigen mir so, hallo, hier bin ich. Wenn sich dir das Neue immer und immer wieder präsentiert, du es aber nicht wahrnimmst, weil du noch so sehr verhaftet bist in der Wahrnehmung, die nicht die deine ist. Also sie ist schon deine, doch du hast sie übernommen von irgendwem. Selbst wenn du das neu wahrnimmst, bist du momentan nicht dazu bereit, das Neue anzunehmen. Doch es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Manchmal bist du im Kopf nicht dazu bereit. Deine Seele ist schon lange bereit. Unerwartet, plötzlich wird dein Leben auf den Kopf gestellt. Bist du auf dich selbst angewiesen, auf dein Urteilsvermögen und vor allem auf deine echte und wahre Wahrnehmung. Ein Shift darf passieren und du wirst sagen, nicht jetzt, bitte nicht. Warum? Oh doch. Du gehörst woanders hin. Mit deiner Denke und mit deinem Sein. Auf eine andere Frequenz. Es kommt Besuch, unangekündigt. Im August achte darauf, dass deine Räume immer so ordentlich und aufgeräumt sind, auf dass sie unangekündigte Gäste empfangen können. Es gibt viel zu quatschen, es gibt viel zu erzählen, es gibt großen und regen Austausch. Ein Luftzeichen macht dich auf etwas aufmerksam. Du solltest nicht weiter in Dingen anderer herumspionieren, vor allem nicht, wenn es sich um dieses Wasserzeichen, was vorhin angesprochen wurde, handelt.
für diejenigen, die eine verstorbene weibliche Energie im engeren Umkreis haben, ebenso Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion. Sie wird euch durch ihr Spirit Whisper, durch einen Traum genau darauf hinweisen, was jetzt wichtig ist, wo es gilt, die Wahrnehmung umzuswitchen, wo du dein eigener Gefangener bist. Und es kann gut möglich sein, dass du eine Geschichte erzählt bekommst, also eine Geschichte, nicht ein Märchen, sondern eine Geschichte, so wie es sich wirklich abgehalten hat, wie es wirklich stattgefunden hat. Und New York spielt auch eine Rolle. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!